Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, wie schon zuletzt von mir angekündigt, möchte ich Ihnen heute einen Video-Leckerbissen präsentieren. Ein Video für Feinschmecker, und zwar geht es hier um Alternativen zu Molosser-Rassen. Weshalb sollte ich mich überhaupt nach Alternativen für Molosser umsehen und mir nicht gleich einen Molosser nehmen? Dazu komme ich gleich später. Wer die Molosser sind, werden Sie höchstwahrscheinlich wissen. Und wenn das nicht so ist, möchte ich Sie ganz kurz mal im Zeitraffertempo vorstellen. Ja, Molosser sind Hunde, die von ehemaligen Kriegshunden der antiken Völker abstammen. Punkt, aus, Ende. Die haben eine riesen Fanbase, welcher auch ich angehöre. Ich bin großer Molosser-Fan, besaß auch einen wunderschönen Molosser. Und weshalb das so ist, denke ich, das hat verschiedene Gründe. Ich denke, das ist eine Mischung aus Charakter, Optik und Bewegungsablauf, der ganz speziell ist bei den Molossern. Und das Ganze macht den Charme dieser Hunde aus. Das sind Hunde, die alle über ausgeprägten Wach- und Schutztrieb verfügen, die sich alle etwas ähneln. Größtenteils sind sie alle groß, schwer, klobig, mit wuchtigen Köpfen. Und sie haben einen ganz speziellen Bewegungsablauf, ganz speziell deswegen, weil sie oftmals gleichzeitig schwerfällig, aber auch extrem elegant wirken, wenn sie sich bewegen. Ja? Und hier glänzt für mich ganz besonders der Fila Brasileiro, und jedes Mal, wenn ich diesen Hund traben sehe, ist das ein Erlebnis für mich. Ich möchte ganz kurz mal 12 der für mich typischsten Molosser hier einblenden. Ich weiß, Sie kennen die, aber nur zur Erinnerung, das Ganze untermalen wir etwas mit Atmosphäre. Es gibt ja den Pummerjäger, den Dogo Argentino, den Stierkämpfer Presa Canario, den Legionärshund Cane Corso. Dann haben wir seinen Cousin, den Mastino Napolitano, den Hund der Kelten, den Old English Mastiff, seinen Halbbruder, den Bull Mastiff, den mächtigen Franzosen, die Bordeaux Dogge, den südafrikanischen Tank, den Burbul, den dänischen Königshund Broholmer, die elegante deutsche Dogge, den Summhund, den ich selbst besaß, leider nur kurz, den Tosa Inu, und den ehemaligen Schrecken der Sklaven, den Fila Brasileiro. Jetzt kurz mal zum Thema, weshalb sollte ich nach Alternativen für Molosser suchen. Schauen Sie, ich kannte einen Herrn, der war extrem angesprochen von der Optik eines Tosa Inus. Wie alle oder viele Leute wissen, dass der Tosa ziemliche Ecken und Kanten haben kann. Das ist ein Hund mit stark ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb. Das ist ein Hund mit Ellbogen. Groß, schwer, stark. Hier benötigt man schon ein Händchen. Sie wissen, schauen Sie, mein jetziger Hund hat 35 Kilo, und wenn der wirklich Stoff gibt, dann überträgt er enorme Energie über die Leine auf mich. Mein erster Hund Boris hatte knapp 70 Kilo. Und wenn der mal Gas gab, spielte es Granada. Wenn Sie im Besitz eines solch schweren, starken Hundes sind, dann werden Sie wissen, wovon ich spreche. Also große, schwere, starke Hunde, die noch dazu Feuer besitzen, die müssen schon gehalten werden können. Sie verstehen, was ich meine. Dieser Herr sagte zu mir, er würde sich einen Tosa Inu nicht zutrauen. Er tendiert eher zum Broholmer. Auch der Broholmer ist ein typischer Molosser. Auch der hat Ellbogen, doch sind sie etwas mehr eingezogen als diejenigen des Tosa Inus. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Herr mit dieser Aussage recht gehabt hat. Denn schämen muss man sich für so etwas überhaupt nicht. Es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb man sich einen Molosser nicht zutrauen würde. Sei es die etwas fehlende Erfahrung oder die nicht mehr ganz so vorhandene körperliche Fitness, die da sein sollte, wenn man solch einen mächtigen Hund hält. Und hier kann es schon sein, dass man, wenn man sich von der Optik der Molosser angesprochen fühlt, nach Alternativen suchen würde. Und dass jemand sagt, schade, dass es diesen Hund nicht in Führiger gibt. Doch ich sage Ihnen was. Ich habe Ihnen 3 Alternativen herausgesucht, die
in die Optik der Molosser hineingehen, aber bei weitem führiger sind, bei weitem nicht die Ellbogen haben, eigentlich sehr sanftmütig und bekannt dafür sind, dass es absolute Schmuser sind. Ich spreche hier von 3 Laufhunderassen. Ja, Laufhunderassen. Wohlgemerkt, hier gilt der Begriff Alternative nur für die Optik, denn charakterlich unterscheiden sich diese 3 Hunde, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, von den Molosser extrem. Während die Molosser eher kantige Gesellen sind, sind diese 3 totale Schmuser. Ruhig, sanftmütig, tolle Jäger, eifrige Jäger, aber beim Thema Wach- und Schutztrieb und so weiter, Sie wissen schon, 3 Kategorien unter den Molossern angesiedelt. Ich gebe mal Gas und möchte Ihnen zuerst eine Hunderasse aus Deutschland vorstellen, nämlich den hannoverschen Schweißhund. Schauen Sie, das ist ein Hund, der erreicht Schulterhöhen bis knapp 60 cm, wird aber bis zu 40 Kilo schwer. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit hier in einem recht bekannten Gasthof in Neudörfel im Martinihof das Treffen des Schweißhundeclubs. Und im angrenzenden Park trafen sich diese Leute. Dort waren etwa 30 Schweißhunde anwesend. Ja, viele bayerische Gebirgsschweißhunde, die sind kleiner, und eben auch hannoversche Schweißhunde. Ich war natürlich auch vor Ort, denn ich wollte die Hunde sehen. Das war nicht das erste Mal, dass ich einen Hannoveraner gesehen habe, einen Schweißhund. Das sind Hunde, die für mich im ersten Augenblick klar erkennbar ins molossoide Lager hineingehen. Die Kopfform, die Fellbeschaffenheit, die Fellfarbe, der recht robuste, muskulöse, wuchtige Körper. Ich meine, das sind Hunde, die erreichen etwa 60 cm, große Exemplare, aber werden bis zu 40 Kilo schwer, und da ist das Verhältnis schon beeindruckend. Doch charaktertechnisch weit führiger als jeder Molosser. Eifrige Jagdhunde, wunderschöne Hunde, die mich persönlich an Molosser erinnern. Hannoverscher Schweißhund, erster Vorschlag als Alternative für Molosser von mir. Gehen wir nach England. Dort heißen Schweißhunde, Schweiß steht ja für das Blut des angeschossenen Wildes, welches der Hund verfolgt, Bloodhounds. Und hier spreche ich gleich mal vom englischen Bloodhound, und das ist ganz klar für mich ein Kandidat als eventuelle Alternative, optische Alternative zum Molosser. Der Bloodhound wurde auch in den Fila Brasileiro eingezüchtet, und in dem Video, wo ich speziell über den Fila spreche, erwähne ich einmal, dass mir der Fila Brasileiro vorkommt wie der ältere, grobschlächtigere, größere, stärkere Bruder des Bloodhounds. Der Meinung bin ich auch heute noch. Ich finde, hier besteht eine große Ähnlichkeit. Ja, der Bloodhound ist nicht ganz so grobschlächtig, groß, wuchtig wie der Fila, doch er wirkt wie ein Fila. Meiner Meinung nach. Klein ist der Bloodhound aber auch nicht. Erreichen Schulterhöhen bis zu 70 cm und werden bis zu 50 Kilo schwer. Also das sind schon anständige Alligatoren. Ich kannte einen Bloodhound persönlich, das war der größte Schmuser der Welt. Bloodhounds gelten als die Hunde mit der besten Nase aller Hunde auf der ganzen Welt. Englischer Bloodhound für mich eine ganz klare Alternative für Molosser. Und als dritten und letzten möchte ich Ihnen eine italienische Hunderasse vorstellen, und ich sage Ihnen was. Als ich diesen Hund das erste Mal sah, dachte ich mir, was ist das? Ich spreche hier vom Bracco Italiano. Auch dieser Hund erreicht Schulterhöhen bis zu 70 cm, wird bis zu 40 Kilo schwer und ist für mich extrem ähnlich zu Molossern. Sehen Sie sich im Internet Videos an, da gibt es einige gute Videos, wo Sie Braccos laufen sehen. Ich finde, dass der Bracco Italiano ein größeres Spektrum der Ähnlichkeiten zu Molosser-Rassen aufweist als der Bloodhound und der hannoversche Schweißhund. Deswegen gilt er für mich rein optisch als die beste Alternative dieser 3 zu Molossern. Geschmackssache oder Meinungssache, der Meinung bin ich. Schöne Hunde, absolute Schmuser, sanftmütige Gesellen, eifrige Jagdhunde gelten als sehr ausdauernde Kraftpakete mit absolut herzlichem Charakter. Bracco Italiano. Ja, liebe Zuseher, das waren meine 3 Alternativen für Molosser, weil ich davon überzeugt bin, dass es da draußen zigtausende Leute gibt, die sich von der Optik von Molossern angesprochen fühlen, sich aber denken, ich weiß nicht, ob ich für solch einen mächtigen, doch manchmal recht feurigen Hund bereit bin. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man mit einer dieser 3 von mir gerade vorgestellten Hunderassen spekulieren könnte. Ja,
Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.